Ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber kauf keine Tauchsäge, weil es könnte ein riesiger Fehler sein. Ich glaube, viele von euch werden genau in dem Punkt jetzt maximal verwirrt sein, weil ihr sagt, warte mal, Sebastian, du bist doch der Tauchsägen, Sebastian. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, kauf keine Tauchsäge. Und meine Antwort ist leider doch. Kauf keine Tauchsäge. Lass erstmal das Video auf dich wirken und dann entscheide nochmal, ob eine Tauchsäge das Richtige ist. Und lass uns wirklich mal richtig diskutieren unten in den Kommentaren. Würde mich riesig freuen. Wie ist deine Meinung zu dem Thema? Denn vor kurzem war folgender Fakt. Ich selber bin absoluter Tauchsägenfreund. Nach wie vor. Ja, das ist nicht das Thema. Aber ich hatte hier Metabo genau hier neben mir stehen. Jemand von Metabo. Und der sagt, Sebastian, wusstest du eigentlich, dass wir deutlich, aber auch deutlich mehr Handkreissägen als Tauchsägen verkaufen? Und das bei den sehr hochwertigen Handkreissägen, wo der Preis eigentlich gar keine große Rolle mehr spielt. Ich so, warte mal, warum eigentlich? Und dann habe ich nochmal mehrere Tage drüber nachgedacht und wirklich sehr intensiv drüber nachgedacht über das Thema Handkreissäge und Tauchsäge. Und das möchte ich mit euch teilen, weil es kann wirklich ein riesengroßer Fehler sein, eine Tauchsäge zu kaufen. Ja? Und ich nehme jetzt mal die Festool mal bewusst hier zur Seite, weil das ja unser größtes, ja, eines unserer preisintensivstes Modell, was wir hier haben mit über 600 Euro. Lass uns das mal wegtun. Wenn wir jetzt mal uns Folgendes anschauen. Ich habe hier zwei Handkreissägen mal mitgebracht, die euch zeigen sollen oder das auch mal die Augen öffnen sollen, dass das hier eine echte, also eine 100% echte Alternative sein kann zu einer Tauchsäge. Jetzt werden viele von euch, was labert der? Ist eine Säge, natürlich ist das eine Alternative, aber ich will euch sagen, warum. Lasst uns anfangen. Was ist der Vorteil einer Tauchsäge? Nummer 1, ganz offensichtlich, du kannst mit ihr eintauchen. Ja? Das ist natürlich ein ganz klarer Vorteil und das ist eines der Hauptthemen natürlich bei der Säge. Ergo, ich kann arbeiten, ich kann mitten in einem Tisch, wie hier zum Beispiel, eine Spüle aussägen oder was auch immer. Also ich kann jetzt hier eintauchen, hier ist nichts irgendwo gesägt, kann sägen, wunderbar. Ja? Dafür ist sie da. Als zweites, ich kann sie auf einer Führungsschiene führen. Ich weiß, es gibt auch ein paar Handkreissägen, die das können, aber zentral ist es so, großer Vorteil, Führungsschienen tauglich. Dritter großer Vorteil, sie ist unwahrscheinlich genau. Also sie ist super genau. Du kannst mit ihr auf ein Zehntel Millimeter arbeiten, du kannst mit ihr perfekt arbeiten, du kannst mit ihr Möbel bauen und so weiter und so fort. Das ist eigentlich der Hauptvorteil einer solchen Tauchsäge. Schön. Obwohl, brauche ich noch eine Handkreissäge. Ganz einfach. Handkreissägen können einen riesengroßen Vorteil haben gegenüber so einer Tauchsäge. Warum? Diese Handkreissäge hier zum Beispiel kostet 120 Euro. Thema Preis, riesengroßes Vorteil. 120 Euro hier, 120 Euro da. Lass uns das mal ins Verhältnis setzen. Als Tauchsäge, das hier, die legendäre SP6000, das ist ja wirklich eine Legende hier, die Säge, die kostet 300 Euro. Ja? Also 180 Euro mehr als die Säge. Diese Säge hier, die kostet sogar 350, je nach Ausstattung sogar bis 450 Euro. Bei der Bosch hier, bei der akkubetriebenen Säge, sind wir bei 450 Euro ohne Akku. Bei der übrigens auch hier, ohne Akku. Bei der Säge hier sind wir sogar auch bei 500 Euro inzwischen, so zwischen 450 und 500 Euro. Das ist die GKT 55. Ich weiß gar nicht, warum die so teuer geworden ist. Verstehe ich gar nicht. Vielleicht ist das ein Auslaufmodell. Ich weiß es gerade nicht. Ja? Die hier kostet sogar schon 600 Euro. Vergleich das mal. 120 zu 600 Euro. Viele werden jetzt sagen, ey Sebastian, bist du wahnsinnig, kannst du nicht vergleichen. Aber doch, ja, am Ende wollen wir doch einfach nur Holz sägen. So, also das heißt, wir haben einen riesen Preisvorteil. Lass uns mal zum nächsten kommen. Was bekommen wir denn zu diesem Preis? Wir haben hier eine Säge und da wirst du umfallen, wenn du Tauchsägen gewohnt bist, mit 70 mm Schnitttiefe für 120 Euro. 70 mm, ja, das ist auch der pure Wahnsinn. Also schaut mal hier, das sind satte, ihr seht es auch hier, das sind 70 mm Tiefe. Das ist irre. Ja. Einfach mal so, bekommst du aus dem Laden rausgefallen zu dir nach Hause. Diese hier hat 65 mm Schnitttiefe. Das ist etwas, wo wir bei Tauchsägen sagen, boah, Wahnsinn, was ist denn hier los? Ja, weil eine normale Tauchsäge wie die hier hat in der Regel so 55, 56 mm, die hier sogar nur 52 mm, die hier wieder 55, 56 mm um den Dreh. Bei der hier ist es so, die haben wir ja gefeiert.
Die haben wir gefeiert für 62 mm, also gemessene Tiefe. Und das ist eine ganz tolle Sache. Ist ja super. Ja, aber 120 €, 70 mm Tiefe. Nächster große Vorteil von Handkreissägen, sie sind reduziert auf das Wesentliche. Das heißt, hier ist nicht viel, was kaputt gehen kann. Hier ist nicht viel, was ich verstellen kann. Das ist einfach, ja, hier ein Grundkörper, das kann ich aufs Holz auflegen, kann durchsägen, fertig. Das heißt also, ich habe hier ein wirklich robustes, ja, ich sag mal so ein Sägepanzer. Damit kannst du einfach durchgehen und kannst sägen, sägen, sägen. Wenn du noch nicht viel Erfahrung hast, ist es auch so, dass du an so einer Säge noch eher was verstellen kannst, beziehungsweise damit, das ist eine Umgangsfrage. Übrigens, Achtung, bitte bei diesen handgeführten Sägen allgemein achte auf das Thema Sicherheit und wie du sie führst. Ja? Im Zweifel guck dir dazu entsprechende Videos an. Es gibt natürlich auch Maschinenkurse, wo du sowas lernen kannst. Ja? Aber sei es erstmal drum, wir haben ja eine ultra robuste Säge. Hier genauso bei Makita natürlich. Ja? Und das ist ein riesen Vorteil. Natürlich haben wir auch einen Nachteil, den ich vorhin vergessen habe bei der Tauchsäge. Eine Tauchsäge kann sehr, sehr gut absaugen. Also die Absaugung von Tauchsägen im Allgemeinen, ja, da nehmen die sich alle zwar ein bisschen was, aber sie sind deutlich besser als diese Sägen in der Absaugung. Bei denen hier ist es so, ja, irgendwie saugen die auch ab. Und wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns die Säge angucken, in der Regel wird die Säge genau so betrieben. Das heißt, ich habe hier zwar einen Absaugadapter, aber hier hinten ist an 95,99, also eigentlich 100% der Fälle, ist das Ding ab und hier wird einfach das Ganze ausgeworfen, weil dadurch, dass es hier nicht geschlossen ist, ist das Thema Absaugung hier kein so gutes Thema, muss man ganz klar sagen. Hier ist es so im Originalzustand, wenn ich mich richtig erinnere, wird sie ausgeliefert und der Adapter ist nicht mehr rangeschraubt, ja? Sondern der liegt zwar mit drin, den kannst du dann auch ranschrauben, aber ich glaube, dass den meisten nicht mehr bewusst ist, dass es diesen Adapter gibt, weil wozu? Ja? Weil Handkreissägen häufig eben nicht abgesaugt werden. Wir reden jetzt mal nicht vom BG und bla bla bla, sondern es ist einfach so. Wir wollen ja hier über die Realität sprechen. So, und wenn du das so siehst, ist es so, dass wir mit der Säge hier, aber das ist keine Tauchsäge, ja, aber wir können mit ihr trotzdem eintauchen. Also wenn wir jetzt zur Not mal eintauchen müssen, auf die volle Tiefe, das ist ganz wichtig, weil nur mal so anritzen, was so eine Säge kann und so weiter, das ist hier, nee, das ist nicht, also so eintauchen und dann nur anritzen. Anritzen selber kann sie natürlich. Wenn ich jetzt aber eintauchen möchte, ja, dann ist es so, dass ich die Säge jetzt aufsetzen muss und dann sehr, sehr gut damit hantieren muss. Dann muss ich natürlich das hier auch vorziehen, das ist ein schönes Handling und dann kann ich hier auch mal mit eintauchen. Ist das so gedacht? Nö. Geht es trotzdem? Ja. Ja. Weiterer Nachteil übrigens dieser Sägen ist ja, sie sind ja in der Regel nicht führungsschienenkompatibel, gerade die beiden nicht. Ja. Wenn ich mir das angucke, siehst du hier eine Schienenmöglichkeit? Nö. Aber wir sind doch entweder Handwerker oder Heimwerker, wir wissen uns doch zu helfen. Das heißt, wir können doch hier uns eine Schiene auch ranbauen. Der Klassiker, ich habe früher relativ viel in meinem Rahmen mit Handkreissägen gearbeitet. Habe das in der Regel so gemacht, ich habe mir eine Wasserwaage genommen, habe mir die auf mein Material drauf getan, festgezwungen und habe dann nicht die komplette Tiefe nutzen können, weil die Wasserwaage muss ja hier auch entlang fahren können. Da habe ich das so eingestellt, dass ich hier grob noch drunter kam. Das war meistens etwa diese Tiefe. Das heißt, ich konnte dann noch welche Tiefe erreichen. Ich kriege es gerade nicht abgelesen. Wo ist denn der? Da! 50 mm. Also ich konnte dann nur noch 50 mm tief sägen und dann konnte ich jetzt hier an der Stelle, ja, seht ihr das hier, konnte ich hier unten drunter meine Wasserwaage haben, konnte entlang fahren und es geht. Das heißt, ich kann mir helfen. Ergo, es ist so, lasst uns mal über die Empfehlung sprechen, weil ich wollte wirklich mal euch zeigen, Mensch, so eine Handkreissäge kann schon eine ganze Menge. Ach so, und übrigens, weil wir vorhin ja gesagt haben, 70 mm Schnitttiefe. Wenn wir jetzt uns mal das Thema Leistung angucken, wir haben hier auch kabelgebundene Geräte. Lass uns mal anschauen. Dieses Gerät hier, ja, das ist ein 120 €. Ich muss nochmal sagen, hat eine Leistung von 1400 Watt. Das Gerät hier hat 1600 Watt. Das ist also schon richtig stark, weil wir gucken mal hier auf die Tauchsäge. Wir haben hier eine Leistung von 1300 Watt. Wir haben bei der hier eine Leistung von 1400 Watt und das hier läuft unter Verliefen, weil die hat einen Bosch's Motor. Wir haben hier 1500 Watt mit dem Bosch's Motor, also die ist deutlich stärker als die beiden hier.
Was ich aber damit sagen wollte, ist, dass eine Standard-Tauchsäge nicht mehr Leistung hat als die hier, weil die ziehen halt schon richtig durch. Wenn du jetzt also zum Beispiel sagst, Mensch, ich möchte jetzt mal, keine Ahnung, mal eine Eichenbohle auftrennen, das kannst du damit. Das funktioniert. Und mit 70 mm kommst du durch jede Bohle. Das heißt also, lass uns mal über das Thema Empfehlung sprechen. Das ist gar nicht so leicht, aber jetzt weißt du, glaube ich, wo ich gedanklich bin, weil du musst wirklich überlegen, wenn du noch gar keine Erfahrung hast mit solchen Maschinen und jetzt so in das Thema so reingehen möchtest, dann überleg dir doch mal, dass du nicht als allererstes, bevor du gar keine Säge hast, noch gar nichts gemacht hast, dir eine Tauchsäge kaufst. Du kannst jetzt zum Beispiel auch sagen, ich nehme mir eine 12 Volt Handkreissäge. Sowas gibt es ja auch, eine relativ kleine, kompakte oder sehr günstige Handkreissäge. Oder ich fange mal mit so etwas an, merke, ich komme damit klar, gehe so langsam dahin und ich möchte irgendwann mal updaten. Dann kannst du ja zum Beispiel auch die Säge hier für die Hälfte vielleicht an deinen Nachbar verkaufen oder und kannst dann in so eine Tauchsäge gehen. Das wäre ja zum Beispiel möglich. Wenn du zum Beispiel auch sagst, ich habe nur mal ein kleines DIY-Projekt zu Hause, reicht vielleicht eine Handkreissäge, ohne Frage. Für den absoluten Profi ist es wieder was ganz anderes, weil der Profi wird sagen, hey Junge, ich muss am Tag 50, 60 Schnitte durch 24 mm USB machen und ob das jetzt 1 mm nach rechts und 1 mm nach links ist, ist völlig egal. Ich nehme meine Handkreissäge, die hält, die ist robust, die nehme ich seit 15 Jahren dieselbe Säge, ich setze sie an, ziehe da durch und fertig. Dann ist das hier auf jeden Fall die richtige Säge, genau dafür, weil du wirst keine Tauchsäge nehmen, weil sie hat ja auch einen Nachteil. Bei einer Tauchsäge musst du natürlich auch immer eintauchen. Das heißt, du musst dann am Anfang das Werkstück nehmen, gehen und du musst dann runter eintauchen und so durchgehen. Hast ja auch immer diesen Widerstand. Ja? Das heißt, wenn du diese Tätigkeit sehr, sehr häufig machst, ist das sogar damit blöd. Ja? Dann wirst du genau so eine Säge nehmen, hast sie auf deine Tiefe eingestellt, gehst dann wieder durch und musst dann nicht jedes Mal eintauchen. Also das ist so seine Vor- und Nachteile. Wenn du jetzt natürlich jemand bist, also der absolute Profi, der sowas braucht genau so eine Säge. Wenn du jetzt aber jemand bist, der ein bisschen Erfahrung hat, der schon ein bisschen weiter ist und der sagt, okay, ich möchte eine zentrale, gute Säge kaufen, dann ist eine Tauchsäge nach wie vor absolut die richtige Wahl. Ja? Wenn wir zum Anfang kommen, kauf keine Tauchsäge. Es ist einfach so, kauf es aus den richtigen Gründen. Denn wenn du soweit bist und sagst, ja, ich komme mit solchen Sägen klar, ich möchte sehr präzise arbeiten, ich möchte auch wirklich so viel Geld ausgeben, ich möchte 400, 500, 600 Euro ausgeben für eine Säge, dann ist eine Tauchsäge nach wie vor absolut die richtige Entscheidung. Aber kauf es eben nicht, weil du sagst, naja, aber ich möchte 60 mm tief schneiden. Gar kein Problem, ja, das geht eben auch mit weniger Geld. Und deswegen lasst uns mal wirklich unten diskutieren, wann macht eine Tauchsäge Sinn, wann macht eine Handkreissäge Sinn und welche ist deine liebste Säge. Wir werden unten mal wieder einen Kommentar setzen und zwar Team Tauchsäge und Team Handkreissäge und ihr stimmt ab und schreibt doch mal unten drunter, warum das so ist. Ich freue mich auf eure Kommentare und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.